Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 22. Sendung Namas University im Gespräch mit Katharina und Martina. Wir wollen heute sprechen über Heilung für die Erde. Der Anlass könnte mal wieder nicht konkreter sein, die Überflutungen in Spanien, aber auch Überflutungen überall in der Welt, andere Naturereignisse. Katharina ist Walk-in von Amaya, Mutter Erde. Und wir haben heute angefangen, außer der Reihe, mit einem Chant, den wir bekommen haben für unsere Sendung mit euch. Und wir haben angefangen mit dem Buchcover des Buches Heilung für die Erde, das Joshua durch mich gemalt hat für das Cover von Amaya und Joshua. Wir möchten euch damit die Dinge weiter visualisieren, aber auch ans Herz bringen. Unser heutiger Appell an euch geht darum, euch tieferes Wissen zu vermitteln, aber auch euch konkret aufzufordern, aktiv mitzuhelfen. Lass uns mal vorne anfangen, Katharina. Erzähl doch noch bitte mal, wer genau ist Amaya und dann vielleicht, was braucht sie jetzt von uns? Maya ist ein Deva-Wesen und zwar ein großes Deva-Wesen. Sie ist zuständig für die gesamte Verkörperung der Erde. Sie managt alles. Wir wissen, haben gelernt, Devas bauen auf, bauen wieder ab. Sie regelt alles, was die Natur, was diesen Planeten angeht, auf dem wir leben, in der Welt der Formen. Ja, und sie braucht unsere Hilfe, denn sie hat mir gezeigt, sie hat ein riesiges Loch im Bauch. So kannst du das sehen. Also sie ist völlig aus ihrer Mitte heraus. Wir sind alle Teil von Amaya. Sie hat uns eingeladen. Wir sind Teil ihres Lichtsprachenamens. Amaya heißt ja eigentlich die, die aufblüht und immer wieder blüht in Freude, Schönheit, Fülle. Und davon sind wir Teil. Wir sind nicht Teil dessen, was wir draußen in der Welt sehen. Von Krieg, von Überschwemmung, von Bränden, die verheerend sind. So ist das hier nicht gedacht, sondern Freude, Schönheit, Fülle. Und das kennen wir ja alle. Das heißt, Also, das, was wir da gerade draußen sehen, ist das, was wir kreiert haben. ja, ja, vor allen Dingen die Landbewohner. Ich möchte jetzt nicht gleich wieder auf dieses Thema, oh, ich fühle mich verantwortlich. Wir Mhm. wissen mittlerweile an der Namas University, dass vieles davon fabriziert ist und dass wir hier als Inkarnierte gar nichts dafür können, weil wir stecken in diesen Zwangsjacken drin. Wir Ja. sind davon abgehalten, an unser Herz heranzukommen. Ähm, Wir sind jetzt gefragt, unser Ego aufzuräumen, unsere, ja, um das, was wir abgespalten haben, wieder zu integrieren, um alle mit der Erde zusammenzuarbeiten und uns als Voraussetzung dafür mit ihrem Herz zu verbinden. Das heißt, ich muss mich wieder als eins sehen mit Mutter Erde und nicht Mutter Erde als der Rohstofflieferant für all meine Wünsche. Ja, Einheitsbewusstsein äh, ist die Grundvoraussetzung für alles. Also unsere Lichtsprache-Chants haben begonnen mit dem Einheitsbewusstsein, mit dieser Kreation des Einheitsbewusstseins, die dieser Chant einschwingt. Das ist Voraussetzung, dass du siehst, das, was du der Erde antust, das tust du gleichzeitig dir selbst und allen anderen auch Ja, an. Das Einheitsbewusstsein, ähm, deswegen spiegeln wir ja auch wieder, dass wir nicht in der Mitte sind. Amaya ist nicht in ihrer Mitte, wir sind nicht in unserer Mitte. Ich habe gesehen, als ich in ihrer Akasha war, wie ein riesiges Loch im Bauch. Und diese Energieströme, erklärte Joshua, die gehen auch falsch herum. ja. Ich fand interessant die Bilder, die wir im Moment sehen. In Spanien herzzerreißend Ja. Überflutung, mehr als 100 Tote und die Wassermassen treiben Autos vor sich her. Mhm. Mhm. Während wir auf der anderen Seite
in Deutschland nun plötzlich ein Riesenproblem mit Volkswagen haben, die jetzt verstehen, dass sie aus der Zeit gefallen sind. Also all diese Dinge sind miteinander verbunden und zu streben, wieder zum Alten zurückzukehren und möglichst nichts zu verändern, das wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Nein, Politik und Wirtschaft wird künftig aus dem Herzen heraus gemacht, in Anbindung an Amaya. Wir gehen nicht zurück in den Dschungel, wir gehen weiter in eine technologische Welt, aber in eine veränderte Welt. Und das Ja. geht nur in Anbindung, in Einheitsbewusstsein mit allem Leben, das hier lebt. Das heißt, jeder von uns hat Schritte zu machen auf Amaya zu, in ein Einheitsbewusstsein. Und wir fragen uns, was heißt das für mein Leben? Wie kann ich mich anpassen? Ja, ganz genau. Und wenn du allein diese Absicht setzt, wird etwas geschehen. Du weißt, unser Studienmaterial hilft als großartige Unterstützung. Ich muss wirklich sagen, großartig, denn es enthält Energien, die kein Mensch in ein Buch gibt, sondern die eben etwas Höheres in diese Werke, in dieses Studienmaterial der Namas University hineingibt. Wenn du allein dieses Buch liest von Yeshua und Amaya, geschieht etwas mit dir. Wenn Ja. du einen Chant hörst zur Heilung der Erde, geschieht etwas mit dir. Du musst nicht und du sollst nicht darüber nachdenken, was du zu tun hast, sondern du weißt es dann Schritt für Schritt automatisch. Von innen heraus. Von innen heraus, vorausgesetzt natürlich, du räumst auch noch in dir auf. Also Ja. das Dunkle aufräumen. Jeder ist gefordert, energetisch an sich zu arbeiten. Jetzt lass ich mich mal bitte was Freches fragen. Wir haben bisher ganz bewusst vermieden, irgendwelche Botschaften von Upstairs während dieser Sendung zu geben. Ähm, ohne Amaya geht es nicht. Hat sie eine konkrete Botschaft heute für uns, die du vielleicht vermitteln kannst? Hat sie den Wunsch, zu allen zu sprechen, die jetzt zuhören oder zuschauen? Das ist gar nicht so frech, die Frage. Da hat sie hat es ja in ihrem Buch auch schon verlautbart, aber sie hat mich ausdrücklich gebeten, einen Auszug daraus vorzulesen mit ihrer Energie, um zu helfen. Wenn du Würdest du das möchtest, tun? Ja, ja, bitte. ja, Ich bitte darum. ich suche das Und hier ich kurz. bitte nicht dich, sondern euch. Ich bitte Ja, Amaya und dich, die Energien zu vereinen, ja. um das zu uns zu bringen. Ich lade Amaya ein, jetzt durch mich zu sprechen, aus ihrem Buch mit Jeschua, Heilung für die Erde. Das Kapitel lautet Karma und Klima, Hm, passend. passend. Die wenigsten von den Landmenschen wissen, wie sehr ihnen das dunkle Umfeld, von dem sie ja nichts wissen, schadet und was es mit ihnen macht. Umso wichtiger ist unsere Zusammenarbeit jetzt, da wir zusammengefunden haben, Katharina. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir mehr und mehr Landmenschen erreichen werden. Sie werden meine Energie spüren, die durch dich wirkt. Mein Anliegen heute ist es, über Karma aufzuklären. Karma kann aufgelöst werden. Wie ihr wisst, bin ich leider sehr damit beschäftigt, das Karma, das in der dritten Dimension angefallen ist, auszugleichen. Euer Wetter, euer Klima, eure Gewässer und Vulkane sind für euch fast zu etwas wie Feinde geworden. Die Natur als Feind, als Bedrohung. Es tut mir weh, dass es so weit kommen musste. Wir können den nötigen Ausgleich von Karma erleichtern. Das kann durch jeden einzelnen von euch geschehen. Der erste Schritt, der dafür notwendig ist die Verbindung zu mir. Baut eine Verbindung zu mir auf, zu meinem Herzen. Ausgleich von Karma ist Klimaausgleich.
Betrachtet das als eine einfache Rechnung. Eure Wissenschaftler werden nichts davon wissen wollen. Doch ich weiß es besser. Ich bin diejenige, die dafür sorgt, die es macht. Denn es ist eine meiner natürlichen Aufgaben, für Ausgleich zu sorgen. Die Veränderung meines Körpers, des Planeten Erde, und das entstandene Karma durch Eingriffe von außen ist nicht von heute auf morgen auszugleichen. Doch wir können an vielen Tausenden und sogar Millionen Stellen im Kleinen beginnen. Wie ihr wisst, ist die ursprüngliche Kreation die stärkste Kraft im Universum. Durch das Verbinden mit meinem Herz setzt ihr diesen Prozess in Gang. Wendet euch an mich, eure große Mutter. Dies darf nicht einigen wenigen indigenen Völkern vorbehalten sein, denn auch diese sind bedroht vom Rest der Welt. Nein, ein Umdenken aller ist notwendig. Je mehr von euch damit anfangen, desto schneller wird sich das Klima und die Natur beruhigen. Wir arbeiten gleichzeitig daran, dunkle Strukturen zurückzudrängen. Doch dies soll nicht eure Sorge sein. Andere kümmern sich darum. Was ihr allein tun könnt, und das mit großem Erfolg, wenn ihr es aus eurem Herzen heraus macht, ist es, euch an mich zu wenden und mich, Amaya, anzuerkennen und mir die Liebe zu schenken, die mir gebührt. Ihr werdet sie tausendfach zurückbekommen, von mir und von anderen. Fasst euch ein Herz und nehmt Kontakt zu mir auf. Ich warte auf euch. Wundervoll. Amaya, Mutter Erde, wir danken dir. Danke dir, Katharina. Klare Danke. Ansage. Ich habe es gerade sehr stark in meinem Herzraum gespürt, dass sie da war. Ja, Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Es zählt unsere spirituelle Absicht. ja, Und worum geht es bei uns bei der Namas University? Führung durch die Seele. ja. Arbeitet mit dem Material, das wir anbieten, und Schritt für Schritt befreit ihr euch, befreit ihr die Erde. Ja. Jeder, jeder im Kleinen und im Wie, Großen. wie du das eben so schön gesagt hast, so die Einsichten kommen von innen heraus. Wie Hm. brauche ich in meiner Situation noch einen Wagen, ein Auto? Nee, seit 5 Jahren nicht mehr. Und ich Hm. bin befreit. Bin ich traurig darüber, dass der Bahnverkehr nicht gut läuft? Ja, aber der Grund dafür ist keine Investitionen in öffentlichen Verkehr und dafür in Individualverkehr. Und all diese Dinge wandeln sich gerade. Das heißt, ich brauche Geduld, aber die deutliche Überzeugung, dass mein Individualismus, das, was ich alles von Mutter Erde haben will, für meinen Komfort vielleicht nicht mehr angesagt ist. Hm. Wobei es Jeschua und Amaya wichtig ist zu sagen, also Politik, Wirtschaft, genau das Gleiche. Es beginnt mit der Herzverbindung. Sie wird aus dem Herz gemacht. Ja, Und das nicht als oberflächlicher Slogan, sondern wirklich aus dem Herzen. All der Rest folgt. ja. Das ist von jedem gefordert. Ja, eben dieses Weg von meinen Dinge kalkulieren oder kontrollieren zu können und zu sagen, ich wende mich an mein Herz. Und da kommen klare Botschaften. Die sind Mhm. vielleicht gerade im ersten Moment so, dass du sagst, wirklich? Das hab ich jetzt nicht Ja, erwartet. ja, 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 ja. Du weißt, im Grunde ist alles völlig einfach. Wir wollen immer mehr Inkarnierte. Ich sage bewusst nicht Menschen, sondern Inkarnierte. Viele von uns haben keine Menschenseelen, sondern sind andere Seelen, die hier extra geschickt wurden, um jetzt zu helfen. Und um auf den Chant am Anfang dieser Sendung zurückzukommen. Es ist eine Botschaft an euch, das Göttliche zu sehen, das Göttliche, das ihr in Amaya seht, das
weckt sie auch dadurch auf in jedem, der diesen Chant in sein Herz hineinlässt, in sein Energiesystem. Dann können wir uns ja mächtig bedanken, dass sie uns dafür bedacht hat mit dieser Sendung. Ja, ihr müsst damit rechnen, dass er jetzt vor jeder Sendung erstmal gespielt wird, Gut, bis wir noch was anderes haben. gut. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Hast du sonst noch etwas Mhm. Wichtiges, was du mitteilen möchtest, mit auf den Weg geben möchtest für heute? Ich kann nur sagen, Heilung beginnt in einem selbst. Wir wissen, Amaya ist verwundet. Sie wird jeden Tag mehr verwundet durch Krieg, Aggression, ja. Aggression. Also wir können nur beginnen in uns selbst. Und wir sollen immer wissen, alles, was sich bei uns abspielt, spielt sich auch im Größeren ab. Oder was wir im größeren Bereich sehen, spiegelt sich auch bei uns wieder. Deswegen kommen wir zurück zu uns und räumen auf. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mich zu lieben, kann ich auch Amaya lieben. Ja, Wenn ich mich ja, selber nicht liebe und mit mir nicht im Einklang bin, fällt mir das schwer. ja, ja. Sogar Amaya hat ein Problem mit Selbstliebe gehabt, weil in dem Buch beschreibt sie es, sie ist also vollkommen in die Ecke gedrängt, schon seit Ewigkeiten. Ja. Und da fällt es manchmal schwer, noch Selbstliebe zu haben und sich um sich zu kümmern. Und das ist für uns auch ein Aufwand, manchmal in sich selbst hineinzugucken, sich selbst zu lieben und dafür etwas zu tun, sich Wenn wir selbst zu ehrlich sind, befreien. ganz viele Menschen haben den Eindruck, im eigenen Leben eigentlich nicht mehr vorzukommen. Ne? Die sind im Hm, Hamsterrad unterwegs, das waren hm, wir alle mal. Und dann ist die Frage, steigen wir bewusst aus, hm. damit wir wieder zu uns finden können. Und dazu gehört dann die Eigenliebe als erster Schritt. Und das ist häufig schwer, Ja, ja, aber verrückt, verrückt. Mhm. das ist das, was wir alle jetzt brauchen. Mhm. Ist das nicht schön, dass wir uns auch um uns selbst kümmern dürfen und sollen? Absolut. Hm, Katharina, ich danke dir hm. herzlich für heute. Danke Wir dir. hören uns nächste Woche wieder. Dann bist du dran. Dahin allen alles Liebe und Gute und unsere große, große Bitte, verbindet euch im Herzen mit Mutter Erde, mit Amaya. Tschüss zusammen.